Hallo und herzlich willkommen zu einem Videotutorial von Tacho Easy. Mein Name ist Petra. Hi, ich bin Patrick. Ich werde euch und Patrick heute in die Disposition und Telematik-Software BlueLOGICO einführen. Ich gebe euch erst einen Systemüberblick. Wir besprechen also das System, in das BlueLOGICO eingebettet ist. Danach führe ich euch durch die Client-Installation und zum Schluss werden wir BlueLOGICO das erste Mal gemeinsam starten. Im Fahrzeug ist eine Fahrzeugbox, zum Beispiel die Connect V11, eingebaut, über die neben den Positionsdaten des Fahrzeugs auch Telemetriedaten, wie zum Beispiel Kraftstoffverbrauch, Bremsverhalten und Gaspedalstellung über eine GSM-Verbindung direkt ins Rechenzentrum übertragen werden. Im Rechenzentrum werden die Daten aller Fahrzeuge gespeichert und ausgewertet. Fahrer können die eigenen Auswertungen an ihrem mobilen Driver-Display sehen, zusammen mit Vorschlägen des Expertensystems zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs. Im Unternehmen stehen die Daten aller Fahrzeuge online zur Verfügung. Disponenten können so zum Beispiel auf die aktuelle Fahrzeugposition, die Restlenkzeit des Fahrers und die erwartete Ankunftszeit, Fuhrbegleiter auf die Verbrauchswerte und Kilometerstände und der Chef auf die Bewertung des Fahrerverhaltens zugreifen. BlueLOGICO ist ein Client-Server-System, bei dem die Benutzeroberfläche auf mehreren Computern ausgeführt werden kann und alle Computer auf die gleichen Daten zugreifen, die auf einem zentralen Server gespeichert sind. Vor der Installation der Benutzeroberfläche muss das Serversystem installiert sein. Der Netzwerkadministrator muss in der Firewall die eingehenden und ausgehenden Verbindungen zwischen Client-Computer und Server konfigurieren. Außerdem muss auch die Verbindung zwischen Kundenserver und dem Tacho Easy Rechenzentrum hergestellt werden. Kommen wir jetzt zur Client-Installation von BlueLOGICO. Führen Sie dazu die bereitgestellte Datei bl-client-setup.exe aus. Nach Auswahl der Sprache für die Installationsroutine und Bestätigung des Lizenzabkommens kann das Verzeichnis auf der Festplatte gewählt werden, in dem die Programmdateien gespeichert werden sollen. Weitere Eingaben sind nicht erforderlich. Die für die Ausführung der Software erforderlichen Dateien werden in das angegebene Verzeichnis entpackt und die Installation ist damit abgeschlossen. Starten Sie den BlueLOGICO-Client über das während der Installation erstellte Desktop-Icon oder über Start, alle Programme BlueLOGICO Client. Bei jedem Programmstart wird die Verbindung zum BlueLOGICO-Server geprüft. Sollte der Server nicht erreichbar sein, wird eine Eingabemaske angezeigt, über die IP-Adresse, Port und Protokoll des Servers geändert werden können. Die Verbindungsdaten zum Server erhalten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator. Beim ersten Programmstart muss der Lizenzschlüssel eingegeben werden, den Sie von Ihrem Lieferanten der Software erhalten haben. Wenn der Lizenzschlüssel bereits registriert ist, werden die Angaben in der Eingabemaske automatisch ausgefüllt. Bitte ergänzen Sie fehlende Angaben und schließen Sie die Registrierung mit Klick auf den Haken am unteren Ende der Eingabemaske ab. Hey, ich habe keine Zugangsdaten bekommen. Woher soll ich wissen, was mein Benutzername und mein Kennwort ist? Kein Problem, Patrick. Bei der Installation wird ein Benutzer mit vollen Zugriffsberechtigungen und den folgenden Login-Daten angelegt. Benutzer ist Admin, Kennwort ebenfalls Admin. Bitte achte bei der Eingabe des Kennworts darauf, nur Kleinbuchstaben einzugeben. Das Kennwort kann nach dem Login in der Benutzerverwaltung geändert werden. Wenn Sie prinzipiell vom selben Gerät einsteigen, haben Sie die Möglichkeit, diesen Schritt zu überspringen, indem Sie Login merken anhaken. Wenn die Datenverbindung zum Server eingerichtet ist, werden die Ansichten und Stammdaten geladen. Anschließend erscheint die Hauptmaske der Benutzeroberfläche. Sollten bei der Anmeldung Probleme auftauchen, haben Sie über den Support-Button die Möglichkeit, direkt im Login-Fenster den Helpdesk aufzurufen. Hier können Sie telefonisch unser Support-Team erreichen, welches über Remote-Unterstützung eine Fernwartung durchführen kann. Zusätzlich kann hier auch ein Support-Ticket angelegt werden. Zeig mir bitte trotzdem gleich noch, wo ich meine Benutzerdaten ändern kann. Es soll schließlich nur ich Einblick auf die Daten haben. Da hast du recht. Außerdem sollte jeder Disponent seinen eigenen Benutzer haben. Im Tutorial Benutzeroberfläche wird gezeigt, dass sich BlueLOGICO sehr individuell an die Bedürfnisse des Benutzers anpassen lässt. BlueLOGICO speichert die Ansichten für jeden Benutzer für optimale Effizienz. Öffne das Modul Benutzereinstellungen. Hier kannst du gleich dein Passwort ändern. Alles klar, danke. Ich starte gleich los. Moment, ich würde dir noch empfehlen, das Tutorial Benutzeroberfläche anzusehen, bevor du startest. Na dann, bring mich hin. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, Ihr Tacho Easy Team.